Ein 911er hält die Bestzeit auf dem alten Tracktest. Wenn es nach Porsche geht, soll das auf der neuen Strecke nicht anders sein. Und für diese Aufgabe schickt Zuffenhausen nicht irgendwen, sondern ihren Doppel-Null-Agenten auf Rädern. Mit dem 911 GT3 RS kommt der Schwabenrenner schlechthin zum Antrittsbesuch auf das Look Driving Center. Ein willkommener Gast. Also ein Porsche ist ein Porsche, das spürt man, egal ob man einen kleinsten Boxer in Anführungszeichen fährt oder jetzt hier, ich sag mal, das Topmodell. Bevor es für das Model auf den Laufsteg geht, schauen wir uns erstmal die Setcard an. 310 Spitze geht der GT3 RS. Sprintvermögen von 0 auf 100 in 4,2 Sekunden. Leistung 415 PS. Maximales Drehmoment 405 Newtonmeter. Hubraum natürlich ein Boxer 6er mit 3600 Kubikzentimetern. Gewicht 1375 Kilogramm. Models müssen schlank sein. Die Antrittsgage beträgt stolze 135.000 Euro. RS steht für Rennsport. Und so präsentiert er sich auch. Keine Rückbank, Hochdrehzahlmotor, Rennreifen und ein großer Spoiler. Luxus, Fehlanzeige. RS-Modell zu fahren heißt natürlich auch immer so ein bisschen Rennwagenatmosphäre aufzunehmen. Aber es gibt auch leichte atmosphärische Störungen. Dieses Rappeln von dem Käfig. Also am Anfang findet man es noch lustig, aber dann irgendwann geht es einem wirklich auf den Keks. Okay, man könnte vom Werk aus so eine kleine Kanne Öl mitliefern. Der Käfig ist schon extrem am Arbeiten, aber hilft dem Auto natürlich auch. Ja? Verwindungssteifigkeit wird erhöht und über die Sicherheit brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu sprechen. Dafür erfreuen andere Dinge mit Zurückhaltung. Was faszinierend ist in dem Auto, man setzt sich rein, fährt los und normalerweise fängt man erstmal hektisch an, alle Knöpfe auszuschalten, alle Fahrhilfen wegzuschalten. Hier fährt man los, fährt so 2, 3 Runden, okay, dann ist er aus der Ecke raus, hat jetzt kurz was geregelt, die Traktionskontrolle. Aber das ist so feinfühlig, so entspannt, dass man wirklich gar nicht direkt in Versuchung kommt, alles auszuschalten, sondern es ist so ein bisschen eher unterstützend, ein bisschen so Warnhinweis. Mein Freund, da warst du ein bisschen zu früh am Gas, deswegen hat die Traktionskontrolle ein bisschen eingegriffen. Es ist kein Bevormunden, sondern es ist wirklich ein schönes Unterstützen von dem Fahrer. Unterstützung bekommt der Fahrer aber nicht nur von den Fahrhilfen. Der Kappreifen, die Keramikbremse mit dem ganzen Fahrwerk, das ist schlüssig. Ja? Es bringt nichts, einen super Performance-Reifen zu haben. Wenn ich da irgend so 2 Bremsbeläge drauf habe, da werden gerade mal die Bremslichtbirnen warm. Das harmoniert, das passt zueinander, das ist rund. Rund ist auch die dominierende Form an einem 911er. Erkennungsmerkmale des RS, breite Spur und dicke Backen. Rennschalen und Käfig, der Innenraum ist dem Fahrerlebnis untergeordnet. Einziger Luxus ist die Verkleidung mit Alcantara. Im GT3 RS gilt, weniger ist in diesem Fall mehr. Ich finde das faszinierend, dass ein Auto mit so viel Präzision auch querfahrbar ist. Ja? Einfach nur, indem du das entsprechend behandelst, sagt er, alles klar, der Bub hat jetzt ein bisschen Spaß am Querfahren, dann machen wir das doch einfach mal. Ein GT3 RS ist im Grenzbereich nur was für die kundige Hand am Lenkrad. Das ist einfach, so ein Auto setzt du dahin, lenkst ein, gibst einen Gasbefehl und du fährst ihn noch quer, wenn du willst. Im besten Fall sieht das so aus.
Dieser 911er bringt nicht nur die Reifen zum Qualmen, sondern auch seinen Fahrer zum Glühen. Ich finde, perfekte Präzision, drehfreudiger Motor, tolle Leistungsentfaltung, schaltbares Getriebe, bis in alle Ecken rein, perfekt. Dieser grüne Turnschuh meint es ernst. Die Bestzeit wackelt. Ab geht's zu Start und Ziel. Bei den meisten anderen Herstellern im Premium-Sportwagensegment sucht man jetzt irgendwelche Knöpfe, wo geht denn die Launch Control oder irgendwas an, das mir beim Starten hilft. Hier sagt Porsche ganz klar, Junge, bist du doof? Kupplung treten, Gang einlegen, Drehzahl hoch und starten. Die Jagd nach der Bestzeit auf der Strecke des Look Driving Center kann beginnen. Auf der Gegengeraden blitzen wir den RS mit 192,47 km/h. Dann durch die Schikane, zweiter Gang runter. Und dann geht logischerweise alles hier im zweiten Gang. Ganz eng, jetzt das Untersteuern, ganz leicht am Gas, ein bisschen zurücknehmen, in die 180er rein. Gerade hier spielen die Cup-Reifen ihre Stärke aus. Sie kleben wie Patex. 2 Kurven noch bis zur Ziellinie. Bei welcher Zeit bleibt die Stoppuhr stehen? Der Porsche 911 GT3 RS hat es geschafft. Mit einer Rundenzeit von 1:06:93 setzt er sich an die Spitze der Tracktest-Bestenliste. Und zwar auch klar, dass er irgendwo die Zeit von meinem 3 schon irgendwo schlagen kann, schon aufgrund des Cup-Reifens. Bei der Datenanalyse habe ich aber gedacht, irgendwie hat mir jemand was in die Augen geschüttet, weil 1:06, ja, 3:90, also knapp 5 Sekunden dem M3 da aufs Brot zu schmieren, das ist schon gewaltig. Heute ein König und ich denke, das wird auch ziemlich lange bleiben.